Spiegler. Yeah! Das macht überhaupt keinen Spaß. Gräser. Der ist Gräser. War ja klar, dass bei Team Fischstone wieder richtig abgeht. Da kocht das Wasser. Fisch. Bam! Respekt. Moin Leute, oder moin ist nicht ganz richtig. Ich bin hier angekommen bei einem meiner Lieblingsevents des Jahres. Ich wollte eigentlich 14 Uhr hier sein, hat fast perfekt geklappt. Aber ich gehe jetzt erstmal rum, sag mal Hallo und dann berichten wir es mal, was jetzt für euch ansteht. Jo, Leute, wir sind wieder hier. Wir waren schon mal hier. Links zu meiner Rechten mein guter alter Freund David, zu meiner Rechten Johannes. Und da fällt mir auch gleich eins wieder ein. Ich würde das gleich mal als Auftakt und Einleitung nehmen. Wenn ihr noch wisst, woher diese Sache hier kommt, dann guckt mal in dem alten Video nach und sagt mir mal, welches Tier David ist und schreibt das in die Kommentare. Und unter allen, die das in die Kommentare schreiben, verlosen wir hier direkt mal irgendwie ein kleines Paket. Weißt du das noch vom letzten Jahr? Ja. Weißt du noch? Aber ich bin kein Tier. Ich bin wieder zurück hier im wunderschönen Österreich. Runde 2 von unserem damaligen Video Nebelland. Das war erst unser zweiter Film, den wir jemals produziert haben. Ich musste zurückkehren an dieses Gewässer, weil ich habe die Seemutti noch nicht gefangen und mir wurde hier schon wieder angekündigt, Fische über 30 Kilo, also soll es mindestens 50 von drin geben. 50 ohne Null, aber ja. Genau. Wir sind im Süden der Steiermark, nahe der slowenischen Grenze. Sehr nah. Sehr nah, also wenn wir da hinten rüber schauen, wir sehen Slowenien. Ein privates Gewässer, eben wie du sagtest von der Helene, findet man im Internet unter Fischen leicht gemacht. Super toller See, es gibt 4 Plätze, Fischbestand ist gut. Das ist hier auch wieder einfach eine komplett andere Welt für mich, wenn ich hier reinkomme. Der Kamin, der flackert da schön gemütlich. Wir haben hier so gemütliche 28 Grad in unserer Angelhütte. Diese Angelwelt hier ein gemeinschaftliches Angeln in der Gruppe ist, nämlich von dir ursprünglich letztes Jahr organisiert, das New Age Fishing Camp. Johannes ist der Kugelschmied, könnte man sagen. Genau. Genau. Der hat ein paar spannende Sachen zu ködern in diesem Video, die wir euch vorstellen wollen. Passendes Thema hier, Privatgewässer. In Österreich, meiner Meinung nach, wie ich das jetzt im Eindruck habe, auch verbreitet. Steiermark, wo wir hier jetzt sind, also es sind so 85% sind wirklich Paid Lakes und Privatgewässer, Ja. was man halt vorher reservieren muss. Für mich ist das ja ein bisschen Neuland. So, ich als Brandenburger Original sozusagen habe wenig Erfahrung mit Privatgewässern, aber auch die sind ja alle komplett unterschiedlich. Ja, ich denke, vielleicht werden wir mal einen Witz machen. Also David eher nicht so, ist nicht so seins. Aber ich freue mich, hier zu sein, mit euch hier zu angeln, eine Woche zu verbringen. Ich glaube, es ist, naja, ich würde sagen um 7 ungefähr. Ne?
Beim Carsten ist 7, bei uns ist 11. Die Schrift sind nicht mehr ganz gut. Ja, ist die Zeitverschiebung zwischen Berlin und Wien. Viel Spaß mit dem Video, viel Spaß mit den Jungs. Auf jeden Fall. Genau, Jetzt gehen die Angeln raus und dann sehen wir uns hoffentlich möglicherweise ja schon zum ersten Fisch. hoffentlich. Das war das Hexenwerk für heute. Ich würde sagen, wir gehen schlafen oder trinken noch ein Bier. Und dann sehen wir uns hoffentlich zum Fisch. Gute Nacht. Moin Leute, die Nacht kann man sagen war ein richtiger Totentanz und es ging am ganzen See glaube ich nicht ein Biss, doch eine dicke Brasse. Und was macht man nach so einer Nacht? Erstmal aufstehen, ein gutes Käffchen trinken. Nur wir haben nur leider keine Milch mehr. Ich sitze hier nämlich mit den Jungs dieses Jahr am Platz genau gegenüber vom letzten Jahr, wo wir mit Marcel und Arne waren. Und der Kollege Christian von drüben, der schrieb mir dann, ja, ich habe Milch für dich. Und jetzt wollte ich euch einfach mal zeigen, wie wir uns hier fortbewegen. Nämlich mit diesem unheimlich heißen Bike, was sich nicht nur richtig bescheiden fährt, sondern auch einfach den Rücken richtig dreckig macht. Trouble, you best beware. And though deep down, I know I might be headed for teardrops. Now that you got me started, I just can't stop. No, no. Geiler Scheiß. 'Cause I love you, baby. Findest du die gut, die Dinger? Welche? Die Bissanzeiger? Ich habe überlegt, mir die zu holen, aber ich bin nicht sicher, ob das gut ist, dass die keinen Ton am Bissanzeiger machen. Dann stehe ich nachts völlig schlaftrunken vor meinen Routen und weiß nicht, welcher abläuft. Und ich als alter Peleg-Fischer, weißt du, wenn dann 10 Leute 3 Routen drinnen haben, sind das 30 Routen. Und 30 Bissanzeiger. 30 Bissanzeiger. Das ist der Disco am Wasser. Und dann bin ich der Einzige, was voll inkognito unterwegs bin. Also bei mir her kann er was. Okay, Jo. ich würde sagen, das war doch ein guter Einstieg schon. Bereits als Peleg-Angler. Genau. Officially Peleged. Schönen guten Morgen. Ihr habt schon gesehen, unsere geile Stunt-Show. David hat ganz hart performt als Stunt-Artist auf dem Fahrrad. Eigentlich ist David gar nicht Angler, sondern er ist Stuntman. Zirkusartist. Wir haben hier gestern Abend mit Johannes noch bis um 12:30 oder so auf dem Steg gestanden und über Angeln philosophiert und über Strategien und auch schon uns ein bisschen den Kopf gemacht, wie wir... Meine Aha. Route. Los! Und uns ein bisschen den Kopf gemacht, wie wir heute angeln werden. Und zwar ist es halt, vielleicht mal kurz zu der Situation hier am See, anscheinend ist es hier super ruhig. Ne? Hängt da! Jo. Fish on! Oh Mann! Wie geil ist denn das? Hängt. Ah, hängt irgendwo durch, ne? Oh, der ruckelt. Machen wir gleich Boot? Jetzt ist frei. Ne, der ruckelt immer noch, ne? Holt ihn euch! Cowboys! Also, ich würde sagen, nach einer Nacht blank. Geil, Johannes. Kein Riese.
Ihr seid so verwöhnt, ihr Österreicher. Peleganker halt. Ja. Ist auch leicht. Kann jeder. Super witzig, wie es zweimal gepiept hat und ich noch sagte, lauf! David, kannst du mal bitte machen, dass es geht? Ich muss erst noch reinkommen. Nice! Jawohl! Johannes, ich würde sagen, besser hätten wir nicht einsteigen können ins Video. Ja, auf jeden Fall. Einfach mal live bist, oder? Gib mir dein schönstes Zahnpasta-Lächeln. Yay! Und hier die Montage des Erfolgs. Ein Loop, einfach am Safety Clip. Rig mittelmäßig lang. Mit der Erfolgskugel von Johannes, die wir gleich nochmal vorstellen werden. Johannes, Jo, Live-Biss, Live-Run, erster Fisch. so ist es. Erster Karpfen der Session. Die anderen haben zwei Brassen gefangen in der Nacht. Das ist der erste Karpfenbiss. Schöner Biss, wie ihr im Video gesehen habt. Der Stein hat ausgelöst. Die Loop-Montage hat super funktioniert. Es war ein Run, 2 Pieper. Dann ist der Stein, hat er sich entkoppelt und dann ist der Fisch stehen geblieben. Wenn die Fische beißen, ist das bei mir eigentlich immer so, dass der Run, wenn es Vorrun ist, einfach aufhört und die Fische stehen bleiben und an die Oberfläche kommen. Das System funktioniert super und ja. Zeig jetzt endlich her das Ding. Darf ich euch den kleinen schönen Spiegler zeigen? Geil. Gebissen auf einen Prototypen Boilie aus meiner Schmiede und ja, hat auf jeden Fall ordentlich Zunder der Boilie. Keine Viertelstunde, was die Rute jetzt gelegt wurde. Geil. Auch spannend, ne? Du hast kurz erzählt, du hast ja nachts ging ja gar nichts und das hast du nochmal nachjustiert, ein bisschen tiefer gelegt. Genau. Ich habe es jetzt auf den Boden der Kante gelegt, das ist eine Schotterkante. Jetzt habe ich sie am Boden runtergelegt. Und anscheinend ziehen die Fische wirklich am Boden in der Tiefe. Aber richtig schmuckes Kerlchen, das mag ich. Apropos Thema Peleg, ist nicht überall gleich. Die Fische hier sehen alle echt frisch und gesund aus. Ja. Auch vom letzten Jahr, das finde ich halt richtig gut. Vor allem diese Fische hier an diesem See sind wirklich alle Hand bei Hand ausgesucht von der Besitzerin. Und ja, Wahnsinn, was der für Brustflossen hat. Ja, Das fällt mir jetzt erst auf. Riesenflossen, wenn der mal groß wird. Ah, der hat Potenzial, der Kleine. Ja, krass. Leute, da sind wir wieder. Als wäre nichts gewesen. Und so kann man sich doch nur wünschen. Ich würde sagen, das ist auch das Schönste, wo es gibt in Eins Nices World. Auf jeden Fall. Nasse Ärmel sind immer super. Geil, ja, Petri, ja, ist richtig schön. So live bist, ist halt immer das Authentischste auch, ne? Es ist halt, wenn es so mittendrin passiert. Wo waren wir denn eigentlich? Pale Lake, wir wollten über den See hier reden, ne? Wie viele Angler sind jetzt hier verteilt um den See? Und dann, Ja, acht Angler insgesamt. ja, genau. 8 Leute sind hier, ne? Und kein einziger Karpfen durch die ganze Nacht. Da sieht man auch schon mal, in manchen Seen würde das wahrscheinlich nicht passieren, ne? Von deinen Kollegen, was die dir gefangen haben, wie ist da? Erzähl mal kurz, was geht da ab? Kroatien was? Ganz was anderes. Dort unten ist Futtermacht. Also je mehr Futter das du auf deinen Stellen hast, desto eher bekommst du die Bisse. Dieses typische Gerücht genau vom Angeln am Pale Lake. Also man geht halt hin, setzt sich hin, fängt einen Fisch nach dem anderen. Das ist so Karpfenpuff, wird es auch schön gesagt. Also du bezahlst halt und kriegst, was du brauchst, so nach dem Motto. Ne? Und fängst dann da einen Fisch nach dem anderen. Wir waren ja zum Beispiel auch in Italien an diesem See, wo man sagen kann, das war halt abnormal. Bei dir persönlich, hattest du schon mal so ein Gewässer, wo du wirklich dachtest, das ist ja total verrückt, was passiert? Ja, das schon, aber auf kleinere Pelex. Ja. So mit 2 Hektar. Mhm. Aber da eigentlich habe ich noch nie so richtig das Erlebnis gehabt. Da, wie heißt da hier? Da hier, ja. Okay, aber da. Da fährt wieder. Marcel, ich und Arne und ich,
Hatten, glaube ich, letztes Jahr insgesamt 5 Fische gefangen, noch 1 oder 2 verloren. Was hattet ihr letztes Jahr hier in der Woche? Boah, ich glaube zusammen 12 oder 13 Also Fische. 5, 6 Ja. pro Angler. Genau, ja. Also in 7 Nächten 12 Fische. 5 Fische mit 30 Kilo plus sollen hier drin sein, ein paar 20 plus Fische. Trotzdem nicht leicht, aber ich muss halt auch gestehen, mal so ein 25 bis 30 Kilo Fisch in der Hand zu halten. Das ist auch ein Unterschied zum Beispiel bei dem Pale Lake hier. Ihr habt erzählt, 4 Plätze gibt es hier Genau. Ja. auf einem 7, 8 Hektar See. Wie ist es normalerweise? Und bei 3 bis 4 Hektar ist meistens so 10, 12 Plätze ist so Standard eigentlich. Und meistens 3 Routen? Ja. Ja. Also das heißt 36 Routen maximal auf einem 3 Hektar See. Ja, das ist richtig. Die spinnen, die Österreicher. Eben auch eine Welt, die da ist. So ganz viele Angler angeln ja auch wirklich so an diesen Privatgewässern. Auch gerade jetzt, weiß ich, wenn man jetzt Familie hat, einen Job und was auch immer und hat jetzt so 1, 2 Wochenenden im Jahr Zeit zum Angeln gehen mit den alten Freunden oder was auch immer, dann hast du halt hier eine super entspannte Möglichkeit. Du fährst hier hin, hast diese Hütte mit dem Kamin, wirst eigentlich quasi umsorgt, du kannst dich waschen gehen und so weiter. Und wie gesagt, ich war letztes Jahr hier eine Woche und ich kann jetzt nicht behaupten, dass ich diesen riesen Fisch gefangen habe, wie ihr in dem Film Nebelland seht. Die Challenge steht. Auf jeden Fall. Ja, das Durchschnittsgewicht ist halt 7, 8 Kilo und von diesen Fischen sind einige drinnen. Und da die richtige Taktik zu finden, eben die größeren rauszupicken, ist schwierig. Man sollte nicht zu schnell urteilen über die verschiedenen Bedingungen. Wenn jemand sagt, ja, ich war in diesem Privatgewässer, dann nicht gleich schimpfen, Forellenpuff, sondern einmal kurz vielleicht sich erkundigen, was ist das eigentlich für ein Gewässer, was ist das, ne? Wir haben gestern ja über eins geredet, so ein Gewässer, wo so kleiner See mit, wo halt 90 Schnüre drin liegen oder so nach. Sowas gibt es natürlich auch, aber das hier ist wirklich ein schöner natürlicher See, können wir nur empfehlen, bei der Helene mal angeln zu gehen. Ich glaube, David fängt die erste Maschine hier. Ich will nur ein bisschen Druck aufbauen. Ich würde mich natürlich super freuen, wenn er die erste Maschine fährt. Ich werde jetzt eben mich mal darum kümmern, die Routen richtig rauszubringen. Wir haben mit Johannes eben gestern mal philosophieren gesagt, dass die letztes Jahr auch Fische erst angelockt haben mit den Baits nach 3 Tagen, so, wo er auch mal 5, 6 Kilo gleich gefüttert hat. Ja. Wir fahren jetzt raus und suchen eine Stelle. Jo. Also, bis gleich. Auf geht's. Quack. Hey Leute, was geht denn hier ab? Wir haben gerade den Fisch fertig gemacht, waren uns noch am Sammeln und voll quatschen. Und Johannes macht es auf einmal piep, piep, piep und ein Fisch im Drill. Ja, ist unglaublich. Krass. Und das ist ja ein Einstieg. Und die 2 Jungs gerade noch zu mir, die fressen gerade nicht. Ich glaube, die fressen gerade nicht. Ja, aber das ist der Spot mit wenig Bett. David, kannst du noch mal was sagen zu dem Thema, dass die Fische gerade nicht fressen? Du bist so still. Ich hab bei meinen Plätzen gemacht, nicht in Johannes seine Plätze. Ah, Geil, Johannes. Jo. Also das war die Route, die was ich heute noch nicht neu gelegt habe. Die liegt seit gestern. Und auch nur mit einem 24 mm Beutel. Ah, mit dem dicken Zitrus. Ja, den 24 mm Solution Beutel. Und auch nur eine Handvoll Futter drüber. Das Komische daran ist, ich habe meine Routen eigentlich noch nicht mal so richtig draußen. Ja. Und du hast schon 2 Fische gefangen. Ja, innerhalb von einer halben Stunde. Ne? Das ist echt richtiges Plötzenangeln, es macht überhaupt keinen Spaß. Nice. Aber was sagst du? Ja, dürfte die gleiche Kategorie wieder sein. Deswegen habe ich auch noch keinen Fisch gefangen. Ich fange dann ein. Ja, geht nur auf die Dicken. Machen wir eine schöne Bewegung. Ja, schauen wir mal. War ja klar, dass bei Team Fischstorm wieder richtig abgeht. Nicht so wie bei den anderen Losern hier ringsherum. Meinst du, die gucken das Video? Auf jeden Fall. Hey Jungs, so ist es nicht gemacht. Meinst du, dass sie dann böse auf mich sind? Keine Ahnung. Also wenn ihr dann böse auf mich seid, dann kommentiert mal bitte, du Arsch. Danke. Ich mache ein paar Fake-Accounts. Jeder wichtig der Karte. Da kocht das Wasser. Dann lasse ich meine Route noch drin, weil meine liegt da auch da. Na, tu deine außer. Gib deine raus.
Mit deiner Schnur verscheuchst du nur alle. Das kriegt der David. Der ist ein bisschen größer. Gräser. Doch, der ist größer. Größer. Ich glaube, der ist Gib größer. ihm. Ich glaube... Ui, ui. Jetzt geht's ab hier. Mensch. Der ist gut. Der ist gut. Komm ihn. Yeah. Geil, Johannes. Jo. Hitri. Danke. Ja Leute, was soll man sagen? Ich wollte gerade die andere Route wieder rausbringen und wie ich rübergehe, pfeift die nächste Route ab. Diesmal auf einen 24 mm Solution Boilie mit einer Handvoll Futter. Perfekt. Ich kann dich jetzt schon nicht mehr leiden. Danke. Aber natürlich war es wieder auf die Loop-Montage. Also Ja, Stein okay, wieder jetzt perfekt ausgelöst. kann ich dich wieder leiden. Ja, perfekt. Fisch ist ja ein bisschen größer als der erste. So Johannes, wenn du jetzt hier schon so ablieferst und dir einen Fisch nach dem anderen rausziehst, dann erzähl uns doch mal eigentlich, wie du hier deine Route ablegst. Ich habe hier eine simple Montage, ein Knotless Knot Rig, ohne viel Schnickschnack, mit einem 4er Striker-Haken von der Kugelschmiede, also von meiner eigenen Produktionslinie oder von meiner eigenen Tackle-Linie in der Größe 4. Dann einen neuen Prototypen-Boilie, was wir gerade in der Testphase haben. Ein semi-stiff ummanteltes Vorfach, ein Anti-Dangle-Sleeve, einen normalen Lead-Clip. Und in den Lead-Clip kommt jetzt unsere Loop-Montage. So, einhängen, den Tail-Rubber drüber. Ich knall den immer voll fest drauf. Ich möchte ja die Loop-Montage nicht verlieren, sondern nur den Stein. Simpel und sehr effektiv. Und auch gar nicht so eine große Veränderung, wenn man jetzt normale Clips mit Blei angelt, ne? Ja, gar nicht. Also die Montage ist ganz gleich mit Blei, außer dass jetzt statt dem Blei das Loop mit dem Stein eingehängt wird. Und ich muss an der Stelle noch mal ganz kurz erwähnen, Leute, wenn es jetzt so um den Preis geht, Johannes hat jetzt 2 Fische gefangen, hätte normalerweise jeweils ein Blei verloren für 2 bis 3 Euro. Also hätte schon 6 Euro versenkt plus 300 Gramm Blei im See gelassen. Und so waren es, sage und schreibe, 0 Euro und 300 Gramm Stein. Und die halten ewig. Also ich habe bis jetzt in den letzten 2 Jahren noch nie eine Montage verloren. Von dem her ist schon einiges an Geld eingespart. Ja, als Futter, eine Futtermischung besteht aus den dazugehörigen Boilies, also die gleichen Boilies. Und auch unsere Basic Carbo, unsere günstige Range, wenn man mehr Futter benötigt wird. Darüber ist unser Fermentgetreide Liquid und unser Fusion Stick Mix mit sehr hohem Krebsmehlanteil. Der erste Fisch ist auf diesen gelaufen, der zweite auf den Solution. Den zeige ich euch nachher später. Genau, und man muss ja an der Stelle wirklich mal sagen, dicke Props Johannes. Also wir gönnen natürlich allen Beteiligten hier Fische, aber du hast gerade innerhalb von einer halben Stunde die ersten 2 Fische des ganzen Sees gefangen. So ist es, ja. Warte, dafür? Jo. Brofest. Wie lange hat denn so ein Boilie eigentlich Entwicklungszeit, bis du den letztendlich rausbringst?
Also unsere Boilies durchlaufen grundsätzlich einmal alle 4 Jahreszeiten. Das heißt, wir produzieren unsere Prototypen meistens im Herbst, im Vorjahr, dann über den Winter, Frühling, Sommer und dann nochmal Herbst. Also wenn wir mit dem Boilie nicht zufrieden sind, kommt er auch nicht auf den Markt. Dieser Boilie, was wir hier haben, sollte das Flaggschiff unserer Firma werden und somit sollte der auch perfekt sein. Dieser Boilie ist würzig, ist süß, ist sauer und ist scharf. Und wir probieren diesen sogenannten Umami-Effekt in diesem Boilie zu kreieren, sprich den 5. Geschmackssinn. Bei diesem Boilie befinden sich 16 bis 18 Zutaten drinnen. Dieser Boilie wurde von der ersten Session eigentlich sehr gut von den Fischen angenommen und hat auch bis jetzt schon einige richtig dicke Fische gebracht. Innerhalb von kurzer Zeit, also im Herbst 2021, wird dieser Boilie vermutlich auf den Markt kommen. Meine ganzen Fieldtester, meine ganzen Teamleute haben diesen Boilie bereits im Test. Wenn ich selber von diesem Boilie nicht 100% überzeugt bin, kommt der nicht auf den Markt. Also das heißt, es kann auch gut und gerne mal eben so 3 Jahre von der ersten Idee bis zum fertigen Produkt. Auf jeden Fall. Sehr schön, vielen Dank dafür. Spannende Informationen. Die Route kommt jetzt genau da vorne am Ende des Bootes hin. Da fällt eine Steinkante rein. In der Nacht hatte ich sie noch auf der Kante liegen. Dort ist mir der Stein ein bisschen abgerutscht. War nicht zufrieden mit der Stelle, hatte kein gutes Gefühl dabei. Heute in der Früh habe ich die Routen umgelegt und eben genau dort, wo die Kante ausläuft am Boden, ist auch noch ein wenig weich, also leichter Schlamm. Und dort habe ich den Stein hinplatziert und ja, eine halbe Stunde später waren die Fische da. Trouble, you best beware. And though deep down, I know I might be headed for teardrops. Now that you got me started, I just can't stop. No, no. 'Cause I love you, baby. I can't let you go, baby. I gotta tell you that I've been looking for love so true. When I was down and out, along came you. Though you might be a liar and a cheat too, I just can't quit you now 'cause I love you. Yes, I do. I can't let you go, baby. I can't let you go, baby. 'Cause I love you, I love you, I love you. No, no, no. Gut, alles bereit für den nächsten Fisch. Ich drück dir die Daumen. Jo, mal sehen, wann der nächste kommt. Okay. Ja Leute, ich sage mal, da war ja echt schon einiges los bis jetzt. Aber jetzt bin ich mal dran und kümmere mich auch mal um meine Routen. Ich glaube, es ist schon wieder 14 Uhr oder so. Und wie wir gestern mit Johannes besprochen haben, auch so eine meiner Experimente des Jahres, Fallenstellen oder Futterplatz. Das Geile am Fallenstellen ist natürlich, man hat die Chance auf diese vorsichtigen Fische. Es ist halt so ein, wenn die Fische zum Beispiel vor Futterplätzen scheuen, dann ist es eine super Option. Aber eine Sache, die Fallenstellen nicht kann, ist Fische abgreifen, die wirklich im Fressrausch sind. Und da kann man halt natürlich, wenn man einen Futterplatz angelegt hat und die Fische nehmen diesen Futterplatz an und kommen in den Fressrausch, dann kann man da eben natürlich Sternstunden erleben. Und ich möchte hier einen Futterplatz anlegen. Ich habe mir gedacht, die Fische stehen eher tiefer, hier hat man auch keine großen Schlammprobleme, deswegen werde ich jetzt gleich mit dem Boot rausfahren und eine Stelle, also möglichst eher ein Loch suchen und in diesem Loch halt wirklich mal, ich denke so 4-5 Kilo Boilies einfach füttern und jetzt auch die erste Nacht, die ersten 2 Nächte wirklich auch nur 20 Meter davon entfernt vielleicht einen Köder ablegen, um mal einen abzugreifen, der rumschwimmt, aber dass die erstmal wirklich vertrauensvoll sich auf den Futterplatz einfressen können. Mal gucken, es ist Herbst, die Fische müssten fressen und vielleicht knallt es dann da auch richtig. Es gibt ja auch viele Leute, die sagen, große Fische
die kommen dahin, wo das Futter ist und pogen dann irgendwann so wirklich auch die Kleinen weg. Also einfach wieder verschiedene Strategien probieren. Schöne bunte Mischung, könnte man sagen. Jetzt noch einen schönen Platz finden. Unser Multifunktionsgerät Loop. Ich finde es super geil als Markergewicht mit dem Slip-Gummi, weil man kann ein richtig großes Gewicht nehmen, auch gerade jetzt mit dem XL-Gummi. Kannst du halt problemlos 600-700 Gramm dort einhängen und bist sicher, die Boje hält auf jeden Fall. Also hier auch wieder der Loop, eine Einsatzmöglichkeit, sehr flexibel. Was habe ich für einen Plan? Ich denke mir, Karpfenangler sind viel gewohnt, nach harten Stellen zu suchen. Grundsätzlich natürlich eine richtige Option. Ich werde versuchen, eine harte Stelle zu finden, wie hier zum Beispiel. Und dahinter ist halt richtig tiefer Schlamm. Also quasi auf dem festen Platz füttern. Ringsherum auch ein bisschen, mal versuchen, nicht direkt auf dem harten, sondern ein bisschen abseits zu angeln. Ich gucke mir jetzt, ich habe so eine Markerboje gesetzt, ich gucke mir jetzt den Bereich ringsherum nochmal richtig an, damit ich ein genaueres Bild habe. Und dann gehen die Kugeln ins Wasser. Super weich, krass. Hier geht es gerade hoch auf 2,90 und ich vermute mal, hier ist jetzt richtig fest. Hier ist aber keine Steine. Ja, hier ist sozusagen sandig fest. Angenehm. Ah, ja. So eine 20 cm, nein nicht ganz, 10 cm Sedimentschicht und danach kommt richtiger Kies. Alles spannend. Ja, man kann auch mal dran riechen, ob es fauliger Schlamm ist, aber das riecht einfach wie sandiger Sand. Und hier auf einmal richtig hoch auf 2,70. Wenn hier mal jetzt nicht richtig knüppelhart ist. Oh, wieder Schlamm. Krass. Nice. Manchmal ist man auch zu schnell. Oh, geil, Spot gefunden, fertig. Und 20 Meter daneben ist dann nur noch viel markantere, krassere Stelle oder genau ein Baum oder irgendwas. Deswegen fahre ich jetzt nochmal so 2-3 Kreise, gucke mir nochmal ein bisschen das Surrounding hier an. Aber wenn jetzt nicht irgendwas mega krasses noch passiert, lege ich hier den Futterplatz an. Geil. Geil, ich bin heiß. Jetzt wird's mal Zeit. So Jungs, jetzt ist ja nur die Nacht hier, kurz vorm Einbruch. Gebt uns mal eine kurze Rückmeldung, wie ist die Stimmung, wie ist der Stand? David, was sagst du? Die Stimmung ist super. Stand, ja, kann man noch nicht so viel sagen. Johannes hat heute 2 Fische gefangen. Wir beide warten noch auf unseren ersten. Aber man kann ja sagen, wir hatten jetzt hier schon die ersten Töne. Ich vermute, dass ja gerade eine Riesenhorde an Fischen über meine Schnur schwimmt und wenn die gleich beißt, gleichzeitig die ganze Horde. Dann hängen einige Fische auf den Haken. Nee, aber jetzt mal ernsthaft, was erhofft ihr euch denn so von der Nacht? Wir haben eine Nebelmaschine aufgestellt. Es kommt ein Stroboskop. Und Neonlicht. Auf jeden Fall hoffen wir auf ein paar Fische. Carsten hat seine Routen auch endlich draußen. Ja, ich lasse mir Zeit. Gut Ding will Weile haben. David. Wir müssen einen Fisch fangen. Ein Fisch, ja. Ich meine, man muss auch mal sich kleine Ziele setzen. Das ist mein Ziel, ja. Also eine Brasse. Nein, Brasse nicht. Eine Karpfen. Eine Karpfen, egal wie groß, wie schwer. Genau. Der krasse Koi-Catcher. Würdest du gerne noch wieder einen Koi fangen? Koi sind immer willkommen, von dem her auf jeden Fall.
Aber Das ist halt immer so eine Glückssache. Jetzt fangen die Fische wieder zum Springen an, genau mit dem Spot. Also Arne hier letztes Jahr 17,5 Kilo auf meine Stelle. Arne, an dieser Stelle kannst du mal bitte in die Kommentare schreiben, danke Carsten, mein Gott, dass du mich zum Fisch gebracht hast. Aber nachdem Herr Arne sozusagen eigentlich meinen Fisch gefangen hat, muss ich ja sozusagen eigentlich auch meinen Rekord brechen. Also würde ich sagen, mein Ziel für diesen Trip wäre, einen Fisch über 17,5 Kilo zu fangen. Denkt ihr, das schaffe ich? Ich hoffe. wird schon gehen. Okay, ich denke, ich schaffe das. David, warum lachst du? Ich lache immer. Das ist eine gute... Fröhlicher Mensch von Haus aus. Wenn ich die anschaue, Carsten, kommt mir immer ein Grinsen aus. Hey Leute, wenn ihr die Hose sehen würdet, was der Carsten hier anhat, dann wüsstet ihr, wieso wir lachen. Das ist Original Berlin-Style. Da, wisst ihr, da rennen mir die Mädels hinterher, wenn ich so durch die Straßen laufe. Deswegen dachte ich beim Angeln, wenn ich hier mit 2 Mädels unterwegs bin, Ja. reicht für heute. Guckt euch diesen fantastischen Sonnenuntergang nochmal an. Boah, moin Leute. Ich sage mal, wenn das nicht mal Drehstimmung ist hier mit der aufgehenden Sonne, also ein Traum. Und meine Route ging gerade das 2. Mal los. Ich sage mal, den Brassenspot habe ich mit meinem Futterplatz schon mal aktiviert. Es müssen nur die größeren Fische vorbeikommen, aber ich wollte euch das hier trotzdem mal berichten, weil ich habe gerade meine erste Karausche meines Lebens im Drill. Das ist für mich ein ganz besonderer Fisch tatsächlich, weil mein Vater, der hat mir erzählt, dass die früher immer Karauschen geholt haben als Köderfischchen in so einem kleinen Dorfteich. Und ich fange hier gerade meine erste Karausche. Ich mache die Kleine jetzt mal los, zeige euch die mal ganz kurz, weil wie gesagt, ich finde, für mich ist eine Karausche überhaupt kein Standardfisch. Fange ich jetzt nicht täglich. Einwandfrei an der Unterlippe gehakt. Und das ist doch auch ein karpfenartiger Fisch, hä? Johannes, du hast so vielleicht mehr Erfahrung. Ich finde ehrlich gesagt, die Fische sind super schön. Ja, ist ein Karpfenartiger, ja. Genau. Das ist ein naher Verwandter vom Karpfen. Guck doch mal, wie schön diese Fische sind. Das ist was, was ich mir in meinen Teich oder in mein mega Riesenaquarium packen würde. Also Leute, Karausche, kann er. Geil, freue ich mich, ey. Fetter Fisch. Die Walangler werden jetzt sagen, guter Köderfisch. Nein, schwimm meine Kleine.
Also Leute, ich sag euch, was eine Nacht, ja. Also David ist wirklich der Held der Nacht, weil der hat einen voll schönen Fisch gefangen. So ist es, der erste in diesem Jahr. Was sagst du jetzt mal im Österreichisch? Ja, geht. Das ist wirklich ein traumhafter Morgen, nachdem wir jetzt hier so 2 Tage eigentlich nur Regen und Grau hatten. Hier wurden wir morgen im traumhaften Sonnenaufgang geweckt. Ich habe eine Karausche gefangen. Da gehen Shoutouts an meinen Daddy, weil der hat mir immer von den Karauschen als Köderfisch erzählt. Und jetzt habe ich meine erste in meinem Leben gefangen. Aber David hat wirklich einen richtig geilen Fisch gefangen. Wir zeigen euch den mal und dann über den Tag halt so alles weitere. Hollmann. Hollmann, sehr gut. Sehr gut. Wirklich super schöner Fisch. Ich bin super happy. Ziel erreicht. So kann es weitergehen. Ich fange mit der Zip-Montage, mein Lieblingssystem. Hat alles super funktioniert. Mega Fisch, David. Krass. Respekte. Wieder hier. Die schöne Abendsonne. Schön dich zu sehen, wieder mal einmal im Jahr. Ja. Und klasse Tage, coole Tage. Leider nach 3 Tagen schon zu Ende für mich, aber Pflicht ruft. Die Herausforderung, meine Ansage, ich will einen Fisch über 17,5 Kilo fangen, die steht natürlich. Ja. Und jetzt habe ich noch eine Aufgabe. Ich muss jetzt den Koi fangen, den du eigentlich hättest fangen sollen. Ja. Also es wird hart. Ja, bei 11 Kois im ganzen Gewässer wird eine Challenge, ja, auf jeden Fall. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr denkt, ich schaffe es. Ja, und ansonsten war auch ganz witzig, wir hatten heute eine Situation mit David, auch wo so ein Thema nochmal aufgekommen ist, nämlich Social Media und Angeln. Der David meinte das schon auch ganz spannend. Ja, vor 10 Jahren, vielleicht 20 Jahren wäre dieses Thema gar nicht relevant gewesen. Und da haben wir so uns dann drüber auch unterhalten, wie, also was Social Media und auch Fangdruck so für eine Rolle eingenommen hat im Angeln. Herzliches Dank an meine ganze Belegschaft und meine ganzen Leute und die treuen Kunden, was die Fotos einschicken. Ohne euch würde ich das ganze Social Media gar nicht zusammenbekommen, weil ich komme nicht so oft ans Wasser. Aber es ist schon, also wenn man dann selber am Wasser ist, es herrscht ein gewisser Druck, also es ist eine innerliche Unruhe, wo man weiß, hey, du musst abliefern, du musst Fische fangen, du musst deine Baits repräsentieren, du musst das und das ist schon, also geht sehr auf die Psyche. Ja, ne, es ist Auf jeden Fall. Ich hatte das dieses Jahr ja auch extrem durch diese ganzen Videodrehs, die wir immer hatten, so dass halt dann, wenn am 3. Tag von einem 5-tägigen Dreh noch kein Fisch da ist, dann denkst du halt, ja, wird auch so witzig, aber im Hinterkopf ist schon immer, fuck, ich muss einen Fisch fangen, ne? Ja, stimmt. Also so, und ich habe mich jetzt über die ganzen Drehs ein bisschen davon gelöst, aber auch so krass, wie wir beide jetzt auch hier festgestellt haben, man sitzt halt morgens nach dem Aufwachen eine Dreiviertelstunde am Handy, abends vorm Schlafengehen eine Dreiviertelstunde am Handy, Kommentare beantworten, dies, das und wie du sagst, ey, auch danke an meine Jungs, so wie viel Material man erzeugen muss, um diese Maschine zu füttern. Auf jeden Fall. Wir jetzt als sozusagen Firmen aus der Angelszene, wir brauchen das ja, sind ja darauf angewiesen, dass Leute von uns lesen, Leute von uns hören. Jetzt haben wir hier mit David eben eine ganz andere Perspektive, der jetzt als privater Angler sagt, du, wenn ich ans Wasser komme,
ich will damit gar nichts mehr zu tun haben. Der hat dann eine Zeit lang viel gemacht und hat dann irgendwann einfach die Reißleine gezogen und gesagt, zu doll, ich will das Angeln genießen. Ich habe das Glück, dass mir das auch Spaß macht, wirklich. So das Posten, dieses im Mittelpunkt stehen, Videos drehen, finde ich geil. Also es steckt wirklich viel Arbeit dahinter. Wie lange bist du jetzt schon mit deiner Firma? Also meine Firma gibt es jetzt seit 6 Jahren, also seit September 2014. Also in dem Fall jetzt, wenn das Video wahrscheinlich zu sehen wird, 7 Jahre, knapp 7 Jahre. Und ja, es braucht einfach seine Zeit. Und bis du die ganzen Leute ansprichst, bis die Leute wissen, hey, das ist keine Eintagsfliege, der macht richtig gute Sachen. Die Boilies fangen auch nach 6, 7 Jahren. Ja. Leute, ihr könnt ja mal, würde mich auch mal eure Meinung zu interessieren. So, ne? Wie handhabt ihr das denn? Sagt ihr, ich fahre nur raus und will mit dem ganzen Kram überhaupt nichts zu tun haben? Das geht mir alles auf die Nerven. Sagt ihr, es ist für mich einfach eine Freude, meine Angelerlebnisse zu teilen? Habt ihr da auch ein Druckgefühl und fühlt euch so ein bisschen wie in der Verantwortung, ihr müsst das machen? Wie seht ihr das? Ob man nur Social Media postet oder nicht. Das Wichtigste dabei ist halt, den Spaß zu halten. Genau. Und das haben wir auch drüber geredet. Ich hatte das auch vor 3 Jahren, mal ein Jahr, wo ich einfach die Leidenschaft am Angeln fast verloren habe durch diesen Druck. Ja. Das habe ich jetzt wiedergefunden. Die Videoserie hat mir auch nochmal zusätzlich geholfen, das wiederzufinden, beides zu vereinen. Aber der Spaß darf nie verloren gehen. Ich freue mich auch über jeden Menschen, der sagt, ich hatte einen Heidenspaß und mit einem kleinen 50 cm Karpfen gepostet da ist und sagt, es war einfach ein Traum in der Natur. Ja. Ich kann sagen, das war richtig geil. Wir haben echt viel gelacht. Auf jeden Fall. Es ist immer wieder lustig. Ich würde sagen, eigentlich komplette getrennte Völker oder verschiedene Völker aufeinandertreffen. Das ist echt interessant. Und die ganzen Ansichtsweisen und so die Interessensaustausch und so. Macht immer wieder Bock. Wirklich. Und ja, was ich noch zu dem Thema sagen wollte, bildet eure eigene Meinung. Sucht euch euren eigenen Weg zum Angeln und geht raus, habt Spaß. Ich freue mich über meine erste Karausche und es ist geil. Ja. War schön, Johannes. Auf jeden Fall. Das ist auch immer wieder.